Ruckelfreie Aufnahmen und flüssige Kamerabewegungen sind ein Zeichen für gute Filme und Videos. Kameraleute verwenden daher Hilfsmittel wie einen Gimbal, der das Kamerabild stabilisiert. Um schöne Aufnahmen mit dem Gimbal zu machen, musst du auf einige Sachen achten. In diesem Video zeige ich dir, welche das sind und welche 7 Gimbal-Moves deine Filme langfristig verbessern. Herzlich willkommen bei MindNap, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Mein Name ist Alexander Lorenz. Ich bin Filmemacher und Gründer von MindNap. In unserem Video geben wir dir regelmäßig Tipps zur Gestaltung deiner Filme und Videos und wie du sie für das Marketing deines Unternehmens einsetzen kannst. Wenn dir dieses Video gefällt, lass uns also gerne ein Like und ein Abo da. Ein Gimbal ist dazu da, um deine Kamera zu stabilisieren und ruckelfreie Aufnahmen zu ermöglichen. Gleichzeitig kannst du damit spannende Kamerafahrten machen, die deine Videos dynamisch und filmisch aussehen lassen. Und das ohne Schienen, Slider und teure Steadicams zu verwenden. Das erklärt, wieso in jedem erdenklichen Videoformat Gimbals eingesetzt werden und warum sie so beliebt sind. Bevor du dir einen Gimbal zulegst, solltest du zunächst mal wissen, ob der mit deiner Kamera kompatibel ist. Es gibt nämlich unterschiedliche Gimbals für unterschiedliche Kameras. Einer der etabliertesten Hersteller für mittlere Budgets ist die Firma DJI mit ihrer Produktreihe Ronin, die unter anderem auch für ihre Drohnen bekannt ist. Große Gimbals werden in der Regel beidhändig geführt und werden häufig mit Systemen kombiniert, die das Gewicht auf den Körper verteilen. Immer beliebter werden aber Einhand-Gimbal-Systeme in Kombination mit DSLM- oder DSLR-Kameras. So eine Kombination zeige ich dir auch in diesem Video. Wir verwenden den 2022 erschienenen Ronin RS3 Pro mit einer Sony A7S II Kamera. Beide Produkte habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Das erste, was du vor der Verwendung deines Gimbals tun solltest, ist, ihn richtig auszubalancieren. In der Bedienungsanleitung des Herstellers wird erklärt, wie das geht, meistens auch in Videoform. Denk dran, dass du deinen Gimbal jedes Mal dann neu ausbalancieren solltest, wenn du das Objektiv wechselst oder den Zoom veränderst. Grundsätzlich bei Gimbal-Aufnahmen solltest du ein paar Dinge berücksichtigen. Wichtig ist nämlich immer, dass du einen möglichst stabilen Stand und eine stabile Bewegung hinbekommst. Dafür hilft es, deine Arme beim Filmen etwas anzuwinkeln und auf einen stabilen Gang mit leicht angewinkelten Beinen und einer geraden Körperhaltung zu achten. Der Gimbal kann nämlich keine senkrechten Bewegungen korrigieren. Verwende gerade am Anfang eine möglichst weitwinklige Optik beim Filmen vom Gimbal. So wird dein Setup wesentlich toleranter für Fehler. Kommen wir jetzt zu den Gimbal-Moves. Einer der Basis-Moves mit Gimbals ist der Schwenk. Du kannst dabei entweder zur Seite oder nach oben und unten schwenken. Der filmische Ausdruck für diese Technik lautet Pan und Tilt. Mach deine Schwenks nicht mit dem Joystick am Gimbal. Benutze stattdessen deinen Oberkörper und deine Arme. Das gibt ein wesentlich ruhigeres und weicheres Ergebnis. Gimbal-Bewegungen sollten immer einer filmischen Motivation folgen. Eine der naheliegendsten Gimbal-Bewegungen ist daher, einer Person, die sich bewegt, zu folgen. Das kann so aussehen, dass du eine Person von hinten beim Laufen filmst, also so, als würdest du ihr hinterherlaufen, oder aber du läufst rückwärts, während die Person vor dir läuft. Beide Varianten haben unterschiedliche Wirkungen auf die Zuschauenden. Wenn du die Person vor dir hast und dabei rückwärts läufst, musst du darauf achten, dass die Bewegungen dadurch körperlich anspruchsvoll werden. Lass dich von einer zweiten Person führen, die darauf achtet, dass du nur dahin läufst, wo der Weg gerade begehbar ist. Während das Verfolgen Spannung aufbaut und den Zuschauer spekulieren lässt, um welche Person es sich handelt, geht es beim von vorne Filmen um den Ausdruck des Protagonisten oder der Protagonistin. Wenn du keine sich bewegende Person im Bild hast, kannst du ein Objekt oder eine statische Figur in den Fokus nehmen und die Kamera bewegen. Entweder auf das Objekt zu oder davon weg. Wichtig hierfür, aktiviere den Autofokus an deiner Kamera und achte darauf, dass das Objekt, das im Mittelpunkt steht, durchgängig scharf ist. Besonders schwierig sind langsame und leichte Bewegungen. Mein Tipp: Kontrolliere die Aufnahmen, bevor du dich der nächsten Einstellung zuwendest. In der Bildgestaltung gilt allgemein: Ein Bild besteht aus Vorder-, Mittel- und Hintergrund. Objekte im Vordergrund deines Shots bieten spannende gestalterische Möglichkeiten dadurch, dass du an ihnen vorbeigehst. Du kannst zum Beispiel an einer Person vorbeilaufen oder hinter einer Ecke hervorkommen. Besonders gut funktioniert das übrigens, wenn dein Vordergrundobjekt unscharf ist oder du die Schärfe rechtzeitig vom Vordergrund weg auf den Hintergrund, auf den Mittelgrund verlagerst. Beim seitlichen Verfolgen filmst du eine Person vor der Kamera von der Seite. Intuitiv würden die meisten Leute hier auch seitlich gehen,
Das führt aber zu vergleichsweise unruhigen Bildern und lässt sich ganz einfach vermeiden. Mithilfe des Joysticks kannst du deine Kamera seitlich auf die Person ausrichten, während du selbst geradeaus läufst. Filmst du eine Person in Action, zum Beispiel beim Laufen oder auf einem Skateboard, wird das Filmen mit dem Gimbal schwieriger, weil auch du dich schnell bewegen musst, während deine Kamerabewegungen weiterhin ruckelfrei sind. Du kannst die Person aber auch zum Beispiel bitten, sich langsamer zu bewegen. Das sieht man hinterher im Film überhaupt nicht so stark und es macht dir das Leben wesentlich leichter. Der nächste Move bewegt sich um ein Objekt oder eine Person drum herum. Du gehst praktisch 360 Grad um eine Person oder um einen Gegenstand und zeigst so nicht nur alle Seiten einer Person, sondern auch das, was drumherum passiert. Ein wirklich beeindruckender Shot, wenn man den cool hinbekommt. Filme, wenn möglich, auf einem ebenmäßigen Untergrund, so vermeidest du die unschöne Auf- und Abbewegung im Video. Kombiniert werden kann das Ganze auch noch damit, dass du die Kamera nach unten setzt. Dadurch wirkt die Person vor der Kamera größer und beeindruckender. Ein Tipp, um akrobatische Meisterleistungen zu umgehen: halte den Kopf im Suitcase-Mode, das heißt über Kopf, sodass du ihn nach unten hin von deinem Körper weghältst. Am Ende einer Szene verwenden Kameraleute häufig das Mittel, sich langsam von einer Person zu entfernen, um das Umfeld zu zeigen. Zeige den Protagonisten hierfür zunächst in einer nahen Einstellung und gehe langsam zurück, während du die Kamera weiter nach oben bewegst. Unterstützen kannst du das Ganze dadurch, dass du den Gimbal auf einen Monopod setzt und ihn damit noch viel höher bekommst. Das waren die 7 wichtigsten Gimbal-Moves, die jeder Filmemacher, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, kennen sollte. Besonders interessant werden sie, wenn du beginnst, sie zu kombinieren. So erreichst du einzigartige Aufnahmen. Hast du bereits mit einem Gimbal gefilmt und kennst weitere interessante Shots? Vielleicht hast du beim Filmen neue Moves entdeckt, die du mit uns in den Kommentaren teilen willst. Damit du während deines nächsten Drehs alle geplanten Gimbal-Moves parat hast, rate ich dir, die Shots vorher zu üben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns unbedingt ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video von MindNet. Mit Videos mehr erreichen.